Die Leute, die hierher kommen, die sind ja alle schwer krank. Und wir versuchen, denen die letzten Tage, Wochen, Monate so schön wie möglich zu machen. Also die Hauptaufgabe ist ja, wir gehen auf die Wünsche der Gäste ein. Ah ja, okay. Also es ist jetzt nicht wie im Krankenhaus, dass man Ja. morgens um 6 reingeht, wegwäscht oder so, sondern Ja. wir warten, bis der Gast uns braucht. Okay. Bis er klingelt Okay. oder ruft. Und ja. Dann reagieren wir drauf. Wir gucken zwischendurch immer rein. Also wenn der Gast schläft, lassen wir den auch schlafen. Ah ja. Okay. Also er wird nicht irgendwie, wir haben keinen, also nicht so strukturiert wie im Krankenhaus. Ah ja, okay. Also wir haben einen roten Faden, ja. den hangeln wir uns lang, Ja, aber klar. ansonsten sind wir total flexibel. Also ich bin gelernte Altenpflegerin und habe jahrelang im Pflegeheim gearbeitet, habe dann mit demenziell Erkrankten gearbeitet. Das war auch eine total schöne Zeit. Auch da haben wir viel gelacht. Bin dann in die Intensivpflege gegangen, habe da eine Zeit lang gearbeitet und war dann in der Beatmung und habe durch eine Kollegin das Haus hier kennengelernt und habe es mir angeguckt und fand es halt hier richtig toll. Also wenn ein Gast hier einzieht, dann erzählen wir schon, dass sie sich Gedanken machen sollen über die letzte Kleidung, die sie hier tragen möchten. Und das geht bei dem einen, der hat sich schon vorher darüber Gedanken gemacht, dann geht es schneller. Bei anderen braucht es recht lange. Wenn sie dann hier sind, die bringen dann ihre Kleidung mit und wir ziehen die dann an. Also wir sagen auch, wir haben auch keine Kleidervorschrift. Wir hatten schon, dass jemand seinen Frack anhaben möchte, den er an Karneval angehabt hat, oder eine Sportlerin, die ihre Sportkleidung anhatte. Also mit Turnschuh, mit Trikot, mit einem Schrittzähler, das kommt alles damit rein. So. Also ein Gast ist verstorben und unser Hausritual ist, dass wir vor jedem Gast eine Kerze stellen. Um ihn zu gedenken und ja, für die letzte Reise. So sehen auch unsere anderen Gäste, dass jemand verstorben ist und kriegen das halt mit, ja, sind dann besinnlich, machen sich selber Gedanken noch darüber, was sie vielleicht noch erleben möchten oder auch nicht. Hallo Frau Barth. Hallo. Na, wie geht's? Ja, jetzt nicht mehr. Wir quatschen so ein bisschen. Nee, doch, ist halt schön. Aber sehr aufregend, ne? Ja. Klopft das Herz bis zum Hals? Nö, ne? Gar nicht. Ja, Die tun ja nicht. noch nicht. Jetzt weh. Kann ich was für Sie tun, Frau Barth? Nö. Nö. Okay, Ich hab alles noch da. haben alles, okay. Alles da. Na dann, wenn Sie mich brauchen, klingeln Sie. Wenn Sie mich brauchen, klingeln Sie, ja? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und dann ist auch mal gut. Also, jetzt ist jetzt nicht meine Beschäftigungstherapie, jeden Tag darüber nachzudenken. Was noch kommt, das weiß ich gar nicht. Dass das noch schlimmer wird, das weiß ich auch, das ist auch klar. So, im Moment geht es mit einigermaßen noch. Und dann ist das halt so. Ne? Aber meine andere Tochter wohnt aber hier. Und die ist zweimal die Woche hier. Es kommt immer am Wochenende. Aber ich meckere schon immer. Ich sag, du brauchst nicht laufen kommen. Weil ich das auch noch weiß. Ich kann das einsehen. Viele sagen dann, wenn man krank ist, ja, die müssen sich um einen kümmern. Ich muss aber auch sehen, die Leute, es ist nun mal so, müssen beide arbeiten. Das ist nun mal heute so. Bei den meisten.
haben Kinder. So, sollen die nun jeden Tag hierher kommen? Warum? Wir können am Telefon quatschen, wenn was ist. Oder wenn sie einmal die Woche kommen, reicht es hoch. Die Besonderheit der Hospizarbeit ist einfach die Zeit. Also man hat hier einen wesentlich höheren Pflegefachkraft bzw. Pflegekraft-Schlüssel. Also es ist wesentlich mehr Personal. Und dadurch, dass man mehr Personal hat, hat man einfach auch für die Gäste, die hier zum Sterben herkommen, wesentlich mehr Zeit zur Verfügung. Also man kann sich mit den Gästen beschäftigen, man kann sich also wirklich Zeit nehmen. Also nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Angehörigen, wo wir ja auch sehr viel Betreuung leisten müssen. Wir müssen sehr viel zuhören, wir müssen sehr viel mit den Angehörigen reden, aufklären. Und das ist in vielen Einrichtungen anders. Wenn jemand gestorben ist, also man merkt ja oft, dass jemand im Sterben liegt und dann rufen wir schon vorher die Angehörigen an. Wenn er dann gestorben ist, versorgen wir ihn. Also wir waschen ihn, wir ziehen ihm seine Kleidung an, je nach Nationalität. Zum Beispiel türkische Gäste, da waschen wir gar nicht, da kriegen sie nur, werden die Zehen zusammengebunden und ein weißes Laken drüber. Bei anderen Gästen wird Wunschkleidung angezogen, das Zimmer wird zurechtgemacht, Kerzen werden angemacht und wenn die Angehörigen da sind, werden sie dann nachher nochmal ins Zimmer gebeten und die können sich in Ruhe verabschieden. Das Schiff hat einen Gast von uns gemacht, der war ganz lange hier, hat sich dann zwischenzeitlich erholt, dass er nach Hause konnte und da den Sommer noch mal zu Hause verbracht hat und er kam dann wieder, als es ihm so schlecht ging, dass er hier verstorben ist. Also innerhalb, glaube ich, von 2 Wochen und ja, das war das erste Schiff, was er für uns gemacht hat und wir gucken es gerne an. Also er war damit bestimmt 4, 5 Wochen beschäftigt, wenn nicht sogar noch länger. Ich finde diese Arbeit im Hospiz einfach sehr, sehr wichtig, weil das kann auch nicht jeder. Also man muss da schon eine ganz klare Einstellung zu haben. Man muss mit den Menschen umgehen können, man muss mit den Menschen reden können, man muss sie teilweise auch auffangen in ihrer Trauer. Das ist nicht jedem gegeben. Und ich habe mich schon sehr früh für den Beruf der Pflege entschieden. Und zwar, glaube ich, mit 14 schon wusste ich, dass ich in die Pflege möchte. Und Hospizarbeit ist einfach eine sehr dankbare Arbeit, weil man Menschen, gerade auch die Angehörigen, die ja dann da bleiben oder zurückbleiben, ein Stück weit auffangen kann. Und jeder, der in seinem Leben schon Menschen verloren hat, die er sehr lieb hat oder ganz wichtigen Menschen in seiner Familie verloren hat, ist es eines der wichtigsten Dinge, in seiner Trauer aufgefangen zu werden. Wenn nachher der Gast versorgt ist, den jetzt meine Kollegen versorgen, dann zeigen wir die Kraniche den Angehörigen und die können einen aussuchen und ihm mit auf seine letzte Reise geben. Das sind Kraniche, angelehnt an den Mosaiken, die draußen sind. Ja, und wird sehr gern von den Gästen und den Angehörigen angenommen. Zwischenzeitlich geben wir auch Angehörigen einen mit als Erinnerung und die freuen sich dann darüber. Ja, hat die schmeckt? Das will nicht verlangen. Okay. Das andere Sorten auch mehr. Ist egal, nee, ist gut. Ich frag mal. Alles gut. Joghurt, ne? Ja.